Hi Leute, willkommen zu Dragen gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein, ja, was bauen wir heute? Eine Ochsenherde. Ja, ich hoffe mal, ihr denkt jetzt nicht gerade an das, was ich gerade so denke. Nein, natürlich nicht. Wird eine Waffe. Könnt ihr euch vorstellen, ist wie so ein Flegel, also ein Holzstiel, Kette dran und dann 3 Kugeln statt eine. Ja, das Ganze wollen wir jetzt bauen. Das ist ein kleines Dankeschön an einen Freund von früher, der mir beim Umzug geholfen hat. Danke nochmal rufen. Ne? Ich habe es ja versprochen, auch wenn es bisher jetzt länger gedauert hat. Aber ich halte meine Versprechen. Meistens jedenfalls. Ab und zu kommt schon mal was dazwischen, aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich sehr zuverlässig. Auch wenn es schon mal was länger dauert. So, dann hoffe ich mal, das Ganze kann euch wieder für eigene Projekte inspirieren. Dann wollen wir mal loslegen. Bleibt dran. Wir sehen. So, dann fangen wir erstmal an. Das ist Leder, da guckt man gleich. Ich habe mir ein Kernstabstück geschnitten von 70 cm. Dann braucht man noch ein bisschen Mattenreste. Mal gucken, ob ich hier noch was habe von den 10 mm Dingern. Natürlich wieder nicht. Ist aber nicht schlimm. Gucken wir mal, haben wir hier was? Natürlich wieder ein toller Anfang, ne? Mal wieder nur der Hälfte vorbereitet. Egal. So. Machen wir das Ganze nochmal in der Hälfte. So. Das kommt dann auf beide Enden dran. Dann nehmen wir entweder von dem oder von dem braunen, wahrscheinlich von dem braunen, für den Spitzenschutz auf beiden Enden. Das Leder, das schwarze, da brauchen wir dann nachher für die Kette zu machen. Das brauchen wir jetzt noch nicht, das machen wir dann später. Dann müssen wir noch ein bisschen schneiden. Dann habe ich hier 6er Matte für den Stiel zu wickeln. Nochmal 6er Matte für oben, so ein bisschen für den Metallbeschlag, wo dann nachher die Kette drüber kommt. Und dann habe ich hier noch 3 Softbälle. Da müssen wir dann noch ein Stück Leder dran kleben. Das zeige ich euch gleich als erstes, denke ich mal, oder beziehungsweise mit als erstes. Damit wir dann später die Kette aus Leder dran machen können. Soweit dann der Plan. Ja, dann legen wir mal los. Ne? Das tun wir erstmal noch auf Seite, da brauchen wir noch nicht. Gehe ich jetzt erstmal hin. Und auf Seite, sonst haben wir hier wieder alles voll geklebt. Wie wir ja gemerkt haben, die Matten, die vertragen sich nicht allzu gut. Mit dem Heißkleber hier, die Schneidmatten. So. Dann kleben wir erstmal ein Stück 10er Matte auf die 2 Seiten hier. Lassen das Ganze kurz abkühlen und dann können wir dann anfangen, das Leder dran zu machen. Na, das tun wir mal auch hier erstmal auf Seite. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, dann nehmen wir das irgendwo wieder ein Stück zwischen. Das hier, das sieht so halbwegs gerade aus. So. Gucken wir mal, dass wir das machen wir jetzt mal so grob nach Augenmaß. Das ist das Schöne hier auf den Schneidmatten. Kann man das eigentlich in einem durchziehen, wenn dann die Klinge mal scharf hier noch gewesen wäre. Jetzt gucken, wo ich den scheiß Schleifstein habe. Da haben wir. Also Leute, meine Vorbereitungen. Ich versuche immer so ein bisschen was vorzubereiten, aber so richtig klappt und tut das irgendwie nicht. So. Seht ihr, kaum hat man das Ding ein bisschen angeschliffen, kann man auch das Leder schneiden. Wahnsinn, ne? So. Hoffentlich ist das lang genug. Kann sein, dass wir vielleicht noch ein Stück. Machen wir hier auch noch ein bisschen was. Weiß man jetzt, könnte sein, dass das alles ein bisschen kurz geraten ist. Schneiden hier noch weiter ab. Machen noch mal einen Streifen auf Ersatz. Oder wir machen. Ja. Mal gucken, vielleicht nehmen wir auch die kürzeren Stücke hier erstmal.
Die mache ich auch extra nicht ganz so breit. Mal wieder Freihand, kennt mich ja. So, die sind nicht ganz gleich lang, aber das ist nicht schlimm. Das kann man nämlich jetzt so weiter kürzen erstmal, dass alles gleich lang ist. So, dann gucken wir uns jetzt mal hier die Bälle an. Da schneiden wir an zwei Seiten, schneiden wir die was ein. Das mache ich jetzt mal wieder so nach Augenmaß. So, nicht so tief einschneiden. Dann gucken wir mal, ob das jetzt hier von der Länge, wie das aussieht. So, von der Länge. Ich glaube, das können wir lassen. So von, ja, das geht. Ja, das jetzt, dann haben wir es halt erstmal nur fixiert. Also nicht schlimm. So. Schneiden wir das alles auf beiden Seiten ein. Ordentlich drauf. Dann habt ihr das nämlich hier an der Stelle auch schön verklebt. So. Das sieht schon mal gut aus. So, haben wir wieder ein bisschen übertrieben mit der Länge, aber egal. So. Das ist das Schöne bei der Matte hier, da kann man das schön drauflegen und ankleben. Die Bälle, die sind jetzt soweit der Kleber trocken. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt habe ich das Ganze jetzt erstmal bis zum letzten Stück mit Heißkleber gemacht und den Rest machen wir jetzt wieder mit Pattex. Dafür habe ich jetzt hier mit einem weißen Edding eine Linie gemacht, indem ich dann hier angehalten habe, damit ich weiß, wie weit ich kleben muss. Der ein oder andere kennt das ja schon, wie ich das mache. Ja. So. Wie gesagt, das mit dem Heißkleber, das ist ganz gut, aber so das letzte Stück mache ich dann am liebsten immer mit Pattex, weil das ist nachher angenehmer zum Schleifen, wenn man dann so halbwegs rund schleifen will. In der Zwischenzeit, wo das jetzt antrocknet, schmeiße ich das Brett auf die Erde. Das sollte jetzt auch nicht sein. So, mal gucken, ich brauche ein Stück Kernstab. Hier haben wir jetzt. So, jetzt wollen wir ja die Kugeln, das sollen ja so, ich sage immer Morgensterne. Ich bin dort letzt aufgeklärt worden, das ist ein Pflege mit einer Kette dran. Ich sage trotzdem Morgensterne. Hm, keine Ahnung, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was jetzt richtig ist. Okay, die Ochsenherde heißt Ochsenherde, aber das mit einer Kugel an der Kette habe ich bis jetzt immer Morgenstern genannt. Wie gesagt, vor kurzem bin ich aufgeklärt worden, dass das ein Flegel ist. Wie gesagt, keine Ahnung, bin nicht so in der Materie drin. So, dann gehen wir jetzt hin. Wie gesagt, ich habe jetzt hier meinen Kernstab. Da habe ich die Dinger jetzt bei der Breite ausgeschnitten. Da können wir natürlich auch hoch, dann habt ihr 10 x 10, aber ich will die so ein bisschen nicht ganz so eckig haben. Ich mache jetzt einfach mal wieder so aus dem Augenmaß raus. Gleich drücken wir noch mal ein bisschen nach, aber das ist jetzt schon mal so gut.
So, dann schauen wir uns das ganze Elend hier mal an. Da gehe ich jetzt mit Heißkleber diesmal dran. Doch nicht. Hätte ich vielleicht vorher mal einstecken sollen. Mal ein bisschen die Kameraperspektive ändert. Ich habe noch mal ein paar mehr gemacht. Bis der Heißkleber soweit trocken ist. Die mache ich mal, da bin ich wieder ein bisschen faul. Die mache ich jetzt mit Heißkleber, weil meine Finger, die sind immer noch vom Patix alles am Kleben. Da gehe ich auch gerne immer mal hier so über die Klebekanten drüber. Kann man das dann auch noch mal so ein bisschen, ich sage jetzt mal, mit stabilisieren. Ne? Hier hätte ich vielleicht noch ein bisschen anders aufteilen können, aber ja, sieht brachial genug aus. Machen wir jetzt bei den anderen zwei auch noch. Werde wahrscheinlich noch mal ein paar nachmachen müssen, aber hey, so ist das halt, wenn man das einfach so drauf macht. Zwischenzeit gucken wir hier nochmal. Nochmal nachdrücken. Dann geht es mal weiter. Den Kleber haben wir jetzt gut durchtrocknen lassen. Schneiden wir hier ein Stück ab. Und hier auch. Hier vielleicht noch ein bisschen mehr. Das ist wieder Müll. Da mal auf Seite wieder schmeißen. Schneiden wir noch wieder eine Phase rein, damit wir dann besser schleifen können. Dann haben wir das Ganze jetzt erstmal rund geschliffen. Sowieso zu lang. So. Das mache ich da einfach halt halber mal wieder mit Heißkleber. So, in der Zwischenzeit, wo der Kleber noch abkühlt, tun wir das Ding mal ein bisschen auf Seite. Jetzt haben wir hier noch so ein Stück von Kernstab irgendwas. Naja, Kernstab, naja, nicht ganz, aber von der Dicke können es fast hinhauen. Da haben wir jetzt noch, um das Ganze nachher ein bisschen hübscher zu machen, haben wir hier noch so dreieckig die Kante rausschneiden, dass wir dann noch so ein paar Metallringe drum machen. Dann sieht das Ganze vielleicht noch ein bisschen hübscher dann später aus. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat. Dann werden wir hier das Ganze. Ich glaube, ich mache das noch ein bisschen schmaler. Dass das noch ein bisschen besser zu wickeln ist und in der Mitte nicht so viel übersteht. So, dann lassen wir das Ganze noch ein bisschen abkühlen. Dann gehen wir jetzt noch mit dem Heißluftföhner drüber. Dann hätten wir die Hauptteile schon mal fertig. Dann werden wir jetzt mal anfangen, das Ganze in schwarz zu pinseln. Also die Kugeln und den Stiel. Dann müssen wir noch ein bisschen was anderes vorbereiten. Und zwar noch die... oh, da war ein bisschen zu viel Wasser. Sag schnell. Und zwar noch hier die Lederkettenglieder. Das machen wir dann in der Zwischenzeit, wo die Farbe dann am Trocknen ist. So, schwarz haben wir jetzt erstmal hier noch Schichten drauf. Jetzt machen wir noch für das Holz eine Schicht schwarz, damit wir die Maserung mit dem Kamm noch reinmachen können.
So, dann machen wir hier unten auch noch. Und dann haben wir schon mal die Holzmaserung fertig. Müssen wir dann nur trocknen lassen und danach fangen wir dann schon mit der richtigen Farbgebung an. Beziehungsweise das Schwarz für die Holzmaserung ist jetzt trocken. Nehmen wir jetzt noch mit Braun schon mal drüber für das Holz. Dann bin ich mal wieder ein bisschen am Rumschlumpeln hier, aber ist nicht schlimm. Kann man noch ein bisschen so einen Rosteffekt machen. Ich habe jetzt noch ein bisschen Silber angemischt. Dann machen wir jetzt hier oben schon mal das Silber dran. So, das können wir auch mal trocknen lassen. So, dann brauche ich noch einen Schwamm, bräuchte ich noch. Ja, haben wir noch, sehr gut. So, das Ocker haben wir jetzt auch drauf. Aber das Ganze will ich ein bisschen dunkler machen. Dafür nehme ich einen Pinsel mit ein bisschen Schwarz dran vom Wasser. Dann lassen wir das jetzt erstmal trocknen. So. Nochmal zur jetzt Erklärung. Die Kugeln, die habe ich jetzt auch mit Silber gemacht. Klarlack habe ich schon drauf, damit ich schon mit der Näherei anfangen kann. Wie gesagt, die 3. Dann habe ich Lederschlaufen gemacht, weil das will ich mit Lederdingern machen. Bin ich hingegangen, habe dann alle Stücken gleich lang, bin dann mit dem Locheisen hin, habe dann erstmal die 6 Löcher auf der einen Seite gemacht, das Ganze dann übereinander gelegt und habe dann durch die Löcher nochmal mit der Lochzange dann die Löcher auf der anderen Seite auch, da ihr dann quasi auf beiden Seiten dieselben Löcher habt, mehr oder weniger. So, dann bin ich hingegangen, habe schon mal die ersten zusammengenäht. Ich habe dann drei Teile erstmal gemacht. Ja, mit 3, ich nenne sie jetzt mal Kettenglieder, obwohl es ja keine Kettenglieder richtig sind ja mehr oder weniger Lederschlaufen. Die werde ich jetzt mit einem Streifen verbinden. Kommt dann quasi einmal durch. Ja. Dann werde ich das Ganze vernähen. Dann habe ich in der Länge und dann kommt noch mal eine Schleife auch noch mal so wie die dann hier drüber, wo ich das dann mit dem Stiel mache. So, ich zeige euch mal, wie ich das mache, wenigstens so grob. Ja, das wäre dann schon mal das erste. Dann machen wir dann mit den anderen 2 Kugeln auch noch. Die Dinger habe ich jetzt vernäht. Die sind jetzt soweit dann fertig. Die kann man dann später dann dran machen. Ich hoffe mal, dass sie nicht zu lang werden. Aber dazu sage ich dann später auch noch was. So. Können wir mal wieder eine Unterlage hinlegen, die wir voll sauen können. Dann nehmen wir uns mal wieder den matten Topcoat von Flexipaint. Wieder einen von meinen alten Pinseln. Ja, da würde ich mal sagen, der Klarlack ist trocken. Dann sind wir jetzt bald im Endspurt. Jetzt fangen wir mal an. Machen wir die Ketten schon mal dran. Ja, machen wir im Endeffekt dasselbe wie jetzt hier bei den Kugeln auch. Einmal durch, vernähen und das machen wir dann mit allen 3 Kugeln. Meine Nerven, die sind bald am Ende. Und zwar, ich hatte hier erstmal die mittlere dran gemacht, die Kette. Das hat gut funktioniert. Dann habe ich die Seitenteile dran gemacht, da hatte ich aber das Teil jetzt hier dran gemacht und dann beide. Konnte ich nochmal neu aufmachen. Dann hatte ich es wie jetzt richtig angenäht. Ne? Da war die mittlere Kette
ein Kettenglied zu lang. Muss ich schon wieder aufmachen. Aber jetzt haben sie dieselbe Länge, wie ihr seht. Ne? Das soll ja auch so sein. So, dann haben wir die Ketten fertig. Jetzt machen wir noch das Leder an den Griff. Ich hoffe nur, dass das auch lang genug noch ist. Nicht, dass ich gleich schon wieder noch ein Stück holen muss. Aber normalerweise mehr wie 3 Stücken müssten das eigentlich nicht sein, oder? Ja, vielleicht 4. Ich hoffe mal, die Rolle reicht dafür noch. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. So, das sieht jetzt ein bisschen dreckig aus. Ich habe es nicht ganz so drauf gemacht, also so deckend. Dass dann ein bisschen aussieht, als wenn man dreckige Hände hatte. Was ja wahrscheinlich auch der Fall ist. Das brauchen wir auch nicht mehr. So, würde ich sagen, das ganze Ding ist jetzt fertig. So sieht das Ganze jetzt aus. Ja. Ich hoffe, das kann man so sehen. Ja Leute, Ochsenherd ist fertig. Die Kette ist soweit. Jetzt sehen sie alle aus, als wenn sie zu kurz sind. Also wie ihr seht, die sind alle gleich lang. Das hängt nur immer davon ab, wie die Kette so ein bisschen hängt mit der Lederschlaufe. Ja, hätte ich noch ein bisschen länger machen können. Aber ihr müsst immer aufpassen bei den Orgas, dass er das so macht, dass das nicht um den Hals, weil ja irgendjemand stranguliert werden könnte. Das Gerücht, das hält sich ja hartnäckig. Ist zwar, ich lebe jetzt seit 2005. Ja, habe ich noch nie gehört, dass einer mit einer Kettenwaffe erwürgt worden ist. Aber naja, das Gerücht hält sich hartnäckig. Ne, das ist wie mit den Holzgriffen. Das tut ja weh. Wenn man gepanzerten Handschuh drum hat, ja nicht. Aber sehr. Lassen wir mal dahingestellt sein. Kann man woanders diskutieren. Bei meinen Videos bitte nicht. Ja, dann hoffe ich mal, Rufen, das ganze Ding gefällt dir. Als kleines Dankeschön, dass du mir geholfen hast, als einer der wenigen. Ne? Nochmal Danke an dich. Ja, und alle anderen, viel Spaß beim Nachbauen. Wie gesagt, wenn er nur eine Kette nimmt, könnt ihr doch als Morgenstern oder Flegel halt bauen, je nachdem. Wie gesagt, ich sage immer Morgenstern dazu, wenn eine Kette an der Kugel ist, und das andere ist für mich ein Streitkolben. Also keine Kugel dran ist, aber wie gesagt, könnt ihr mich ja gerne mal aufklären. Ja, dann war es das mit dem Projekt. Das machen wir wieder eine Waffe. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Wie gesagt, viel Spaß beim Nachbauen. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns.